So, mal im Ernst. Ist die 80er-Ästhetik denn das Einzige, was heute noch zieht? Egal ob Filme, Serien oder Spiele, immer mehr und mehr Content setzt auf irgendeine Form des 80er-Charmes. Um kurz ein paar Beispiele anzuführen, die nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Die beiden Guardians of the Galaxy Filme sind komplett um Soundtracks aus dem Hitjahrzehnt aufgebaut. Über die Inhaltslehre in Stranger Things wird konstant mit popkulturellen Verweisen auf alles aus den 80ern hinweg getröstet, das heute Rang und Namen hat. Und in Videospielen werden ganze Spielmodi verbaut, die entweder schon vor Referenzen bersten oder direkt schon in der bekannten Retro-Neo-Ästhetik daherkommen. Und nein, das ist nichts Schlechtes. Okay, ich würde den inflationären Gebrauch jetzt auch nicht gut nennen, aber es tut niemandem weh und es kann die 80er im Nachhinein auch nicht mehr kaputt machen. Und ja, die 80er sind ein Jahrzehnt voller prägender popkultureller Maßstäbe gewesen. Aber warum funktionieren Hommagen an ein Jahrzehnt, das fast 40 Jahre zurückliegt, bei so vielen Generationen? Ich meine, der Großteil der Stranger Things Zuschauer war in den 80ern nicht mal alt genug, um irgendwelche Erinnerungen an die Zeit zu haben oder eben nicht mal geboren. Okay, fangen wir bei den Filmen an. In den End-70ern und 80ern wurden das erste Mal Franchises aufgebaut, die die Grenzen ihres eigenen Mediums überschritten. Filme mit Serienadaption und Merchandise. Wenn etwas erfolgreich war, dann überall. Und generell waren die Studios sehr viel williger, Ideen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt massenkompatibel wirkten, mit enormen Summen zu realisieren. Ganz im Gegensatz zu heute. Die Zuschauer wurden mit anspruchsvollerem oder zumindest unvergesslicherem unterhalten. Und ja, es gab auch viel Crap, keine Frage. Aber nicht nur inhaltlich wurde mehr gewagt. Auch im Lager der Technik wurde sehr viel mehr probiert, denn plötzlich waren Computer und das, was man mit ihnen machen konnte, das Ding. Außerdem wurde alles praktikabler, also tragbarer. Nein, Jay, das geht immer noch nicht. Denk doch alleine mal an den Walkman. Musik zum Mitnehmen war eine Revolution. Neben den ganzen Innovationen der 80er darf man allerdings einen Faktor nicht außer Acht lassen, der sich durch die ganze menschliche Geschichte zieht. Den eigenen Sprösslingen zu zeigen, was Mama und Papa in ihrer Jugend so richtig geil fanden. Bei der Musik ist es nicht anders. Gerade hier greift ja ganz besonders oft der Leitsatz: Früher war alles besser. Ja, husch, husch. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Teilweise. Denn in den 80ern war Pop noch kein Schimpfwort und Rock noch nicht das, wovon Großkotz-DJ XY heute einen Remix macht. Vielmehr waren Musiker noch Musiker. Natürlich gab es auch damals schwarze Schafe. Nichtsdestotrotz war der Entstehungsprozess noch sehr viel analoger als heute und vor allem der Anspruch des Künstlers an sich selber sehr viel größer. Damals gab es natürlich auch etliche One-Hit-Wonder. Aber wenn die einen Hit hatten, dann war der richtig einzigartig. Ich meine, Walking on Sunshine von Katrina and the Waves kennt man auch heute noch. Aber kennt ihr noch No More von Rough Ends? Oder No Letting Go von Wayne Wonder? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich denke, bei allen Punkten spielt der Aspekt des guten Alterns eine existenzielle Rolle. Animatronik, wie zum Beispiel im Fall der Puppen in Gremlins, altert nicht. Was damals gut aussah, sieht auch heute noch gut aus. Die Musik der 80er wurde hochwertiger produziert und auch die Musiker schienen, nicht unbedingt immer textlich, aber zumindest musikalisch den Anspruch zu haben, nicht einfach nach einer egalen Erfolgsformel zu komponieren. Und auch viele liebgewonnene Serien setzten eher auf Charakterisierung, mehr dazu in Jans Video, als auf visuellen Bombast. Die 80er waren ein geiles Jahrzehnt und ich bin in allen Belangen pro 80s. Ich bin allerdings nur auch der Meinung, dass man eine Ästhetik nicht nutzen sollte, um über fehlenden Inhalt oder Witz hinweg zu trösten. Style over Substance hat die Zeiten nämlich selten überdauert.